Leute, im heutigen Video soll es mal wieder ein Drogerie-Battle geben. Dieses Mal werden allerdings zwei feste Shampoos gegeneinander antreten. Und zwar einmal das Baby Dream 2 in 1 feste Dusche und Shampoo. Und dieses feste Shampoo wird sich gegen das Baby Love Nature 2 in 1 feste Dusche und Shampoo behaupten müssen. Ich werde die beiden Waschstücke in den Kategorien Verpackung, Inhaltsstoffe, Performance und Preis-Leistungs-Verhältnis gegeneinander antreten lassen und jeweils einen Punkt vergeben. Und wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt dieses Drogerie-Battle. Dann starte ich gleich mal mit der Verpackung und wie man unschwer erkennen kann, setzen beide Waschstücke auf eine ähnliche Verpackung. Das ist diese typische Pappverpackung, wie wir sie bei etlichen Produkten vorfinden können. Und was auch gut ist, ist einfach, dass die Waschstücke nicht nochmal in Plastikfolie verpackt sind, wenn man sie hier rausholt. Das ist ja bei manchen Produkten der Fall, weshalb man da mal so ein bisschen schauen muss, ob man das möchte oder eben nicht. Aber die sind ja einfach in dieser kleinen Pappverpackung drin, was selbstverständlich auch bedeutet, dass ihr schauen müsst, dass ihr irgendwo eine Ablage dafür im Bad habt, entweder in der Dusche oder neben der Badewanne. Ich persönlich nutze am liebsten diese kleinen Luffergurkenscheiben. Und da ich bei beiden Produkten hinsichtlich der Verpackung nicht sonderlich viel zu meckern habe, würde ich jeweils einen Punkt an Baby Dream und einen Punkt an Baby Love vergeben. Der größte Unterschied zwischen diesen beiden Waschstücken liegt in der Formulierung und dementsprechend auch in der Performance. Aber wir schauen uns natürlich zunächst einmal die Inhaltsstoffe an. Das Haupttensid im Baby Love Nature Shampoo ist SCI und dieses Tensid ist für seinen feinporigen Schaum und seine relativ gute Hautverträglichkeit bekannt. Falls ihr nicht genau wissen solltet, was Tenside sind, merkt euch das einfach im Hinterkopf. Diese Stoffe sind in euren Reinigungsprodukten für die Reinigungsleistung da. Und da sie einen Großteil eurer Reinigungsprodukte ausmachen, macht es schon Sinn, so ein bisschen darauf zu achten, wie eben jene reinigende Substanzen miteinander kombiniert werden. In diesem Fall handelt es sich auch tatsächlich um ein seifenfreies Waschstück, also ein Syndet. Das ist keine Seife und auch kein Kombi-Waschstück. Es gibt ja immer noch Marken, die das so ein bisschen falsch kennzeichnen. Deswegen dachte ich, ich sage euch das nochmal. Und hier ist einfach auch der große Vorteil, dass solche Produkte hautfreundlicher sein können im Vergleich zu einer Seife. Das liegt unter anderem an den Tensiden und wie man sie miteinander kombinieren kann und auch daran, dass man solche Produkte so formulieren kann, dass sie in wässriger Lösung einen hautfreundlichen pH-Wert aufweisen. Wenn wir uns jetzt die Formulierung des Baby Dream Waschstücks anschauen, dann fällt sofort auf, dass es gänzlich anders zusammengesetzt ist, denn hier ist ein Fettalkohol Hauptbestandteil der Inhaltsstoffeliste und dieser Fettalkohol wurde mit anderen Bestandteilen kombiniert und daraus dieses Waschstück geformt. Und das finde ich besonders spannend, dass hier einfach kein typisches reinigendes Tensid Hauptbestandteil ist, sondern ein pflegender und rückfettender Fettalkohol, der übrigens auch sehr, sehr oft in Haarspülungen vorzufinden ist, weil er die Haare geschmeidig machen kann und weil er sie so ein bisschen pflegen kann. Selbstverständlich sind auch hier ein paar Tenside enthalten, die als recht hautfreundlich gelten, wie zum Beispiel SLG, aber auch ein Zuckertensid. Außerdem ist noch feuchtigkeitsbindendes Glycerin drin. Und die beiden Produkte, also sowohl das von Baby Dream und auch das von Baby Love, sind komplett unparfümiert, enthalten keine deklarationspflichtigen Duftstoffe, was meiner Meinung nach für die Pflege der Kinderhaut relativ wichtig ist und auch ein riesengroßer Pluspunkt ist für alle Menschen, die duftempfindlich sind und auf der Suche sind nach seifenfreien Waschstücken, die eben nicht over the top parfümiert sind. Und bei beiden Produkten bewegt sich der pH-Wert in wässriger Lösung in einem Bereich zwischen 4,5 und 5,0, was natürlich deren Hautfreundlichkeit noch zusätzlich unterstreicht. Und da ich beide Formulierungen in der Theorie gar nicht mal so verkehrt finde, würde ich hier wieder beiden Produkten einen Punkt geben. Was die Performance betrifft, könnten beide Waschstücke nicht unterschiedlicher sein, aber das lässt sich selbstverständlich auch auf die Formulierung zurückführen. Während ich mit dem Waschstück von Baby Love richtig gut zurechtgekommen bin, weil es einen wunderschönen
schönen, gleichmäßigen, feinporigen Schaum ausgebildet hat, wodurch man das Produkt gut im Haar und auf dem Körper verteilen konnte, hatte ich so meine Probleme mit dem Waschstück von Baby Dream. Denn aufgrund der Tatsache, dass hier ein Fettalkohol und einige Stärken und eher wenige typische reinigende Tenside enthalten sind, hat das Produkt keinen Schaum ausgebildet. Das heißt, man hatte eher so einen cremigen Layer auf der Hand, den man dann verteilen musste. Aber das hat nicht sonderlich gut funktioniert und auch die Reinigungsleistung war hier kaum vorhanden. Das heißt, immer wenn ich dieses Waschstück von Baby Dream zum Haarewaschen benutzt habe, sahen meine Haare danach nicht so gut aus. Also die sahen irgendwie ungewaschen und so ein bisschen fettig aus. Deswegen bin ich mir unsicher, ob ich dieses Waschstück zum Haarewaschen empfehlen würde. Zum Duschen geht's vielleicht noch, weil man nach dem Abspülen so ein schönes, angenehmes Hautgefühl hat, als hätte man eine super leichte Reinigungsmilch verwendet. Aber zum Haarewaschen ist die Reinigungsleistung meiner Meinung nach einfach nicht ausreichend. Und da das feste Shampoo von Baby Dream weniger gut performt hat im Vergleich zu dem festen Shampoo von Baby Love, vor allem da es auch hier als festes Shampoo und feste Dusche vermarktet wird, gebe ich dem festen Shampoo von Baby Love einen Punkt. Schauen wir uns jetzt mal das Preis-Leistungs-Verhältnis an. Während das Baby Love Waschstück 1,45 € für 60 Gramm kostet, zahlt man für das Waschstück von Baby Dream 2,49 € für 60 Gramm. Klar ist jetzt kein riesig großer Unterschied, aber trotzdem fällt es auf, vor allem weil man das natürlich auf 1 Kilo hochrechnet. Allerdings muss man dazu sagen, dass das Waschstück von Baby Dream Naturkosmetik zertifiziert ist und solche Naturkosmetik-Siegel kosten nun mal auch Geld. Und in dem Waschstück von Baby Dream sind noch ein paar Rohstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau enthalten, was selbstverständlich auch zu der Preisgestaltung beitragen kann. Allerdings muss ich sagen, dass mir das Waschstück von Baby Love deutlich mehr zusagt, weil man es eher als festes Shampoo und auch als Dusche verwenden kann, da es einfach besser performt im Vergleich zu dem Baby Dream festen Shampoo. Deswegen würde ich in dieser Kategorie den Punkt an Baby Love geben. Zum Schluss möchte ich jedoch nicht unerwähnt lassen, wie ich dieses Waschstück von Baby Dream verwende, da es zum Haarewaschen und zum Duschen jetzt nicht so hundertprozentig geeignet ist, also zumindest nicht für mich. Aber als Gesichtsreinigung ist dieses seifenfreie Waschstück wunderbar geeignet. Ich glaube, das ist bisher eine der besten festen Gesichtsreinigungen, die ich jemals ausprobiert habe, weil dieser Pflegefilm, der beim Auftragen und Auflösen entsteht, sich wie so eine ganz leichte Reinigungsmilch anfühlt und dadurch ist die Haut nach dem Abspülen nicht so furztrocken, sie spannt nicht und das Ganze ist super, super angenehm. Ich kann euch allerdings nicht sagen, ob das gut Make-up entfernt. Ich habe es bisher nur mit Hautpflege, Sonnencreme und Co. ausprobiert und dafür funktioniert das ausgesprochen gut, vor allem für ein seifenfreies Waschstück. Und wofür das auch richtig gut funktioniert, ist zum Rasieren, weil wie gesagt dieser Pflegefilm sich richtig schön auf die Haut legt und man dann mit dem Rasierer gut über die Haut und über die Haare drüber fahren kann. Also falls ihr sowas schon immer mal ausprobieren wolltet, dafür ist dieses Waschstück auch auf jeden Fall geeignet. Und das war's schon mit dem heutigen Video. Ich denke, dass relativ klar ist, welches Waschstück das Drogerie-Battle gewonnen hat. Und zwar ist es für mich persönlich dieses hier von Baby Love, weil es einfach in der Kategorie Dusche und festes Shampoo besser performt im Vergleich zu dem von Baby Dream. Deshalb ist das mein persönlicher Favorit in diesem Vergleich. Ihr könnt mir natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, welche Erfahrungen ihr mit den Waschstücken gemacht habt, ob ihr beide vielleicht sogar miteinander verglichen habt und wie ihr das Ganze bewerten würdet. Und ansonsten hoffe ich natürlich sehr, dass euch das Video gefallen hat und dass es euch genauso viel Freude gemacht hat wie mir. Und dementsprechend würde ich mich natürlich auch riesig über ein Däumchen nach oben freuen. Und wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, damit ihr wirklich keines meiner Videos mehr verpasst und damit ihr auch das nächste Drogerie-Battle auf dem Schirm habt. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Ciao!